CITES ist allgemein unter dem Namen Washingtoner Artenschutzübereinkommen bekannt, was etwas irreführend ist, weil eigentlich ist es eine Handelskonvention, also Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Weil das ein sehr langer Titel ist, sprechen wir allgemein von CITES oder von CITES. CITES hat mittlerweile ein Volumen angenommen, das gigantisch ist. Fast 39.000 Tier- und Pflanzenarten fallen unter das Übereinkommen. Entsprechend ist das hier nur ein kleiner Ausschnitt und trotzdem, wenn man die Vielfalt an Objekten anschaut, aber auch an betroffenen Arten, ist das schon sehr eindrücklich. Ich denke, es ist eine unfreiwillige Sammlung. Also wenn alles korrekt laufen würde, wären wir hier in einem leeren Raum. Das ist aber nicht der Fall und entsprechend hat sich dieser Raum über die Jahre gefüllt. In erster Linie wollen wir, dass das hier weiterverwendet werden kann, möglichst sinnvoll, zu Informationszwecken. Wir führen Schulungen durch, beispielsweise für den Zoll oder auch für Grenztierärzte. Da ist man froh, wenn man relativ umfangreiches Schulungsmaterial hat. Wir geben aber auch immer wieder mal Objekte an Museen ab, sei es permanent, wenn es wissenschaftlich wertvolle Exemplare sind, oder sonst eben auch temporär für verschiedene Formen von Ausstellungen. Volumenmäßig schon seit längerer Zeit sind es vor allem Reptillederprodukte, Taschen, Schuhe. Daran speziell ist, dass sie eigentlich oft nicht hier landen müssten, weil diese Exemplare, diese Gegenstände legal gehandelt werden dürften. Aber eben mit Bewilligungen und Kontrollen wird dies vergessen, dann müssen wir die Exemplare einziehen, dann landen sie bei uns. Dann Korallen, die am Strand gefunden werden, etwas, was viele Leute nicht wissen. Alle Steinkorallen fallen auch unter diese CITES-Bestimmungen. Von daher landen auch diese Exemplare bei uns und vielleicht etwas mehr aus den Medien bekannt. Chatouche-Schals, also Schals, die aus der Wolle der Tibet-Antilope hergestellt werden. Ein Luxusprodukt, wo ein Schal schnell einmal ein paar tausend Franken kosten kann. Auch das ist etwas, was wir regelmäßig neu hinzubekommen. Nach Produkt wird hier geordnet, also wir haben Pelze, Felle, wir haben dann stapelbare Objekte. Die Platzverhältnisse sind etwas begrenzt. Also geht es auch darum, wie wird etwas möglichst platzsparend eingeordnet. Wichtig ist aber, alle Objekte, die wir hier vorfinden, sind katalogisiert, also sind registriert, so dass wir immer eigentlich wissen, was in diesem Raum sein sollte.